Lektion 1: Städte verändern. Es ist interessant, wie manche Städte, in denen einst geschäftiges Treiben herrschte, im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren haben. Ja, es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie sich die Bedeutung bestimmter Orte aufgrund verschiedener Faktoren verschieben kann. Genau. Wirtschaftliche Veränderungen, Bevölkerungsverschiebungen und technologische Fortschritte spielen dabei eine Rolle. Warte. Städte, die einst von der Industrie lebten, könnten verfallen, wenn diese Industrien abwandern oder obsolet werden. Ich frage mich, wie sich die Gemeinden in diesen Gebieten an diese Veränderungen anpassen, insbesondere wenn ihre Lebensgrundlagen betroffen sind. Es ist definitiv eine Herausforderung, aber einige Städte schaffen es, sich neu zu erfinden, indem sie sich auf den Tourismus oder neue Industrien konzentrieren. Ja, und diese Widerstandsfähigkeit kann zu einer Wiederbelebung führen und Gebieten, die vergessen schienen, neues Leben einhauchen. Hilf. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um eine neue Identität für ihre Stadt zu schaffen. Ich denke, es unterstreicht die Bedeutung von Flexibilität und Kreativität bei der Stadtplanung und beim Aufbau von Gemeinschaften. Lektion 2: Neue Freunde. Ich bin vor kurzem in ein schönes neues Zuhause gezogen und fange an, meine neuen Freunde in der Nachbarschaft kennenzulernen. Das ist wunderbar. Neue Freunde zu finden kann dir wirklich helfen, dich an einem neuen Ort wohlzufühlen. Absolut. Es ist schön, Menschen zu haben, mit denen man Kontakte knüpfen kann, besonders in einer ungewohnten Umgebung. Ja, und eine unterstützende Community kann während der Umstellung den entscheidenden Unterschied ausmachen. Ich stimme zu. Apropos neue Freunde. Ich habe einen Goldfisch und ich glaube nicht, dass Goldfische lächeln können, aber man erscheint ein fröhliches Wesen zu haben. Das ist ja süß. Es ist schon komisch, wie Haustiere Freude und Kameradschaft in unser Leben bringen können, auch wenn sie es nicht so ausdrücken können wie wir. Genau. Ihm beim Schwimmen zuzusehen, bringt Ruhe und Freude in meinen Tag. Haustiere können unsere Stimmung wirklich aufhellen, nicht wahr? Das tun sie. Ich finde, dass es eine schöne Abwechslung ist, ein kleines Lebewesen zu haben, um das man sich kümmern kann. Lektion 3: Nervosität überwinden. Wenn Sie wegen etwas nervös sind, denken Sie daran, dass wir hier sind, um Ihnen dabei zu helfen. Vielen Dank. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich Unterstützung habe, besonders wenn ich vor etwas Neuem stehe. Genau. Wir alle sind manchmal nervös und das ist völlig normal. Ja, aber zu wissen, dass ich mich auf Freunde verlassen kann, macht es mir leichter, mit diesen Gefühlen umzugehen. Auf jeden Fall. Was kann ich für Sie tun, um Ihre Nerven zu beruhigen? Ich glaube, es hilft schon, einfach darüber zu reden, und vielleicht wäre ein wenig Ermutigung ganz nett. Absolut. Du schaffst das. Gehe einfach Schritt für Schritt vor und denke daran, dass es okay ist, sich unsicher zu fühlen. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Sie bedeutet mir wirklich viel. Jederzeit. Wir können das gemeinsam angehen und ich weiß, dass Sie gestärkt daraus hervorgehen werden. Lektion 4: Geschäfte in Angola. Ich habe gesehen, dass die Geschäftsabwicklung in Angola ein furchtbar langsamer Prozess ist, der ziemlich herausfordernd sein kann. Ja, das stimmt. Die Bürokratie kann es Unternehmern erschweren, Dinge effizient zu erledigen. Genau. Es scheint, als ob die Einhaltung der Vorschriften für viele Unternehmen dort eine erhebliche Hürde darstellt.
Und das ist bedauerlich, denn Angola verfügt mit seinen natürlichen Ressourcen und seiner lebendigen Kultur über so viel Potenzial. Ja, aber ohne einen rationalisierten Prozess kann dies Investitionen und Wachstumsmöglichkeiten verhindern. Ich stimme zu. Ein zentraler Fokus auf die Verbesserung der Infrastruktur und Kommunikation könnte Unternehmen wirklich zum Erfolg verhelfen. Auf jeden Fall. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, das Unternehmertum und Innovation fördert. Auf jeden Fall. Mit der richtigen Unterstützung könnte Angola einen Aufschwung der Geschäftstätigkeit erleben, der allen zugutekommt. Ich hoffe, dass zukünftige Reformen positive Auswirkungen haben und das Wachstum in der Region fördern können. Lektion 5: Wettbewerb im Sport. Allerdings wird es zweifellos eine starke Konkurrenz aus Ländern geben, die traditionell über sehr starke Sportmannschaften verfügen. Ja, das stimmt. Für neue Konkurrenten wird es eine Herausforderung sein, sich gegen die etablierten Spitzenreiter durchzusetzen. Genau. Die Erfahrung und das Training, die eine starke Sporttradition mit sich bringt, können schwer zu übertreffen sein. Und diese Länder verfügen oft über robuste Unterstützungssysteme für ihre Sportler, die ihnen einen Vorteil verschaffen können. Ja, aber es ist auch spannend zu sehen, wie aufstrebende Teams aufsteigen und den Status quo herausfordern. Auf jeden Fall. Es verleiht den Wettkämpfen ein Element der Unvorhersehbarkeit und macht sie spannender. Ich stimme zu. Bei jedem Turnier könnte möglicherweise ein neues Team antreten, das alle überrascht. Ja, und das ist es, was den Sport so fesselnd macht. Es besteht immer die Möglichkeit einer Außenseitergeschichte. Es hält den Wettbewerbsgeist am Leben und ermutigt Sportler, unabhängig von ihrer Herkunft nach Höchstleistungen zu streben. Lektion 6: Retourpläne. Klingt gut. Sollten wir für unseren Ausflug etwas zum Beispiel Snacks oder Wasser mitbringen? Ja, es ist immer eine gute Idee, ein paar Snacks einzupacken. So bleiben unsere Energiereserven aufgefüllt, während wir die Gegend erkunden. Ich stimme zu. Außerdem können ein paar Erfrischungen das Erlebnis noch angenehmer machen. Ja, ich liebe es, ein kleines Picknick zu machen und dabei die Landschaft zu genießen. Ich auch. Es ist eine perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Ja, und das gemeinsame Essen sorgt bei Ausflügen immer für ein Gefühl der Kameradschaft. Genau. Was denkst du, welche Snacks wir zubereiten sollten? Vielleicht wären etwas Obst, Nüsse und Sandwiches eine gute Mischung. Das klingt köstlich. Ich werde dafür sorgen, dass ich auch genügend Wasser mitnehme, um hydriert zu bleiben. Lektion 7: Gesunde Entscheidungen. Ihr Fitnessprogramm klingt beeindruckend. Ja, ich versuche, mich gesund zu ernähren, um meine Fitnessziele zu unterstützen. Das ist großartig. Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Absolut. Ich glaube, dass unsere Ernährung unsere Leistungsfähigkeit und unser Energieniveau maßgeblich beeinflussen kann. Ja, und es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dem Genuss des Essens und der Auswahl nahrhafter Lebensmittel zu finden. Genau. Ich habe versucht, mehr Vollwertkost und Gemüse in meine Mahlzeiten einzubauen. Das ist ein kluger Schachzug. Vollwertkost liefert wichtige Nährstoffe, die unser Körper braucht. Ja, und sie schmecken oft viel besser als verarbeitete Alternativen. Ich stimme voll und ganz zu. Kochen mit frischen Zutaten kann so lohnend sein.
Das ist es wirklich. Ich glaube, dass mir die Essenszubereitung hilft, meine Essgewohnheiten beizubehalten. Lektion 8. Preiswerte Pasta. Pasta? Das klingt perfekt. Ist die Herstellung teuer? Nein, es ist ziemlich erschwinglich, insbesondere wenn Sie einfache Zutaten verwenden. Das freut mich zu hören. Ich liebe Gerichte, die sowohl lecker als auch preiswert sind. Ja, Sie können ein fantastisches Essen zubereiten, ohne Ihr Budget zu sprengen. Ich stimme zu. Außerdem ist Pasta so vielseitig. Man kann sie mit verschiedenen Saugen und Toppings verfeinern. Ja, und es ist einfach zubereiten, sodass es für viele eine beliebte Option ist. Ich finde es toll, dass man es an jeden Geschmack und jede Ernährungsvorliebe anpassen kann. Auf jeden Fall. Egal, ob Sie eine klassische Marinara oder etwas Abenteuerlicheres bevorzugen, Pasta ist genau das Richtige. Ich finde, wir sollten unbedingt bald einen Pasta-Abend planen. Das klingt nach viel Spaß. Lektion 9. Kreative Projekte. Mit einem einfachen Bilderrahmen zu beginnen, könnte eine gute Idee für ein kreatives Projekt sein. Ja, das ist ein toller Vorschlag. Er ermöglicht viel persönlichen Ausdruck und Kreativität. Genau. Sie können es auf so viele Arten dekorieren, ob mit Farbe, Stoff oder sogar natürlichen Elementen. Ja, und es ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Lieblingsfotos oder Kunstwerke zu präsentieren. Mir gefällt auch die Idee, daraus ein Geschenk zu machen. Personalisierte Rahmen fühlen sich immer besonders an. Syluf, es zeugt von Aufmerksamkeit und Mühe, was immer geschätzt wird. Außerdem kann es eine lustige Aktivität sein, die man mit Freunden oder der Familie unternehmen kann. Tja, gemeinsames Basteln kann bleibende Erinnerungen schaffen und gleichzeitig produktiv sein. Ich denke, das könnte ein perfektes Wochenendprojekt sein. Wir sollten es auf jeden Fall ausprobieren. Lektion 10. Bildung an Zielen ausrichten. Unsere Ausbildung sollte mit unseren langfristigen Zielen übereinstimmen, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Syluf, es ist wichtig, Kurse und Programme zu wählen, die unsere Zukunftsziele unterstützen. Ja, und eine klare Vision dessen, was wir erreichen wollen, kann unsere Entscheidungen leiten. Ja, das Studium wird sinnvoller, wenn wir wissen, wie es in unsere Gesamtpläne passt. Ich stimme zu. Es ist wichtig, nach Möglichkeiten zu suchen, die uns helfen, zu wachsen und die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, und der Kontakt zu Mentoren kann auch wertvolle Einblicke in unsere gewählten Fachgebiete bieten. Das ist ein guter Punkt. Networking kann Türen öffnen und zu neuen Möglichkeiten führen. Auf jeden Fall. Es geht darum, proaktiv zu sein und die Verantwortung für unseren Bildungsweg zu übernehmen. Ich denke, mit der richtigen Einstellung und den richtigen Ressourcen können wir uns eine erfolgreiche Zukunft aufbauen. Lektion 11. Schnifferl auf der ganzen Welt. Es ist faszinierend, dass die Menschen in vielen Teilen der Welt überhaupt keinen Schnee sehen. Pluf. Ein Winter ohne die weiße Decke, die den Boden bedeckt, ist kaum vorstellbar. Ja, und Schnee fällt nur, wenn in der Atmosphäre ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Das stimmt. Damit Schnee entstehen kann, müssen die Bedingungen stimmen, was nicht überall der Fall ist. Genau.
In manchen Regionen, wie zum Beispiel in Wüsten und tropischen Gebieten, ist Schneefall aufgrund des Klimas einfach nicht möglich. Ja, und es ist interessant, darüber nachzudenken, wie dramatisch die Wettermuster auf der ganzen Welt variieren. Das ist es wirklich. Ich frage mich, wie die Menschen in diesen wärmeren Klimazonen Winterfeste ohne Schnee erleben. Das ist ein guter Punkt. Sie haben möglicherweise andere Traditionen, die stattdessen ihre Umgebung widerspiegeln. Ja, und es kann uns daran erinnern, wie vielfältig unsere Welt in Bezug auf Klima und Kultur ist. Lektion 12: Mini-Abenteuer. Fahrradfahren in der Stadt ist jedes Mal, wenn Sie aufsteigen, wie ein kleines Abenteuer. Da stimme ich voll und ganz zu. Jede Fahrt bietet etwas Neues zu entdecken, sei es ein versteckter Park oder ein neues Café. Genau. So bleibt es spannend und man weiß nie, was einem begegnet. Ja, und die Freiheit des Radfahrens ermöglicht es ihnen, Gebiete zu erkunden, die sie mit dem Auto vielleicht verpassen würden. Das stimmt. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, aktiv zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Ruf, ich liebe das Gefühl des Windes in meinen Haaren beim Fahren. Es ist so ein erfrischendes Erlebnis. Haben Sie eine Lieblingsroute, die Sie gerne nehmen? Ja, es gibt einen schönen Weg entlang des Flusses, der sich perfekt zum Radfahren eignet und eine wunderschöne Aussicht bietet. Das klingt wunderbar. Ich glaube, ich muss dich irgendwann mal auf dieser Fahrt begleiten. Lektion 13: Musikalische Familie. Musik ist ein so wichtiger Teil meines Lebens. Meine Familie ist sehr musikalisch. Das ist fantastisch. Eine musikalische Familie kann ein so reichhaltiges kulturelles Erlebnis schaffen. Ja, mein Vater spielt Gitarre und bringt mir oft einige seiner Lieblingslieder bei. Das ist wunderbar. Musik von einem Familienmitglied zu lernen, kann eine sehr verbindende Erfahrung sein. Absolut. Es schafft eine besondere Verbindung und ermöglicht es uns, Momente durch Musik zu teilen. Ja, und es ist toll, dass Sie jemanden haben, der Sie inspiriert und Sie auf Ihrer musikalischen Reise begleitet. Ich denke, es trägt dazu bei, die Familientradition am Leben zu erhalten und wir machen oft gemeinsame Jam-Sessions. Das klingt nach so viel Spaß. Es muss eine tolle Möglichkeit sein, abzuschalten und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Auf jeden Fall. Musik bringt Menschen auf einzigartige Weise zusammen, nicht wahr? Lektion 14: Datenerfassung. Ich werde die notwendigen Daten für unser Gespräch sammeln, damit wir fundierte Entscheidungen treffen können. Großartig. Solide Informationen helfen uns, die Situation besser zu verstehen. Ja, und es wird auch ein klareres Bild vermitteln, wenn wir dem Team unsere Ideen präsentieren. Ja, ich denke, es ist entscheidend, dass unsere Diskussionen auf Fakten und nicht auf Annahmen basieren. Ich stimme voll und ganz zu. Datenbasierte Entscheidungen führen tendenziell effektiver zum Erreichen der gewünschten Ergebnisse. Ja, und ich schätze Ihr Engagement für gründliche Recherche. Das macht wirklich einen Unterschied. Vielen Dank. Ich glaube, dass Vorbereitung der Schlüssel ist, insbesondere bei der Diskussion wichtiger Themen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns morgen wieder zusammenkommen, um die Ergebnisse zu besprechen und über unsere nächsten Schritte zu diskutieren. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf unser Gespräch und darauf, welche Erkenntnisse wir gewinnen. Lektion 15: Komfort im Gesundheitswesen.
Ein Arztbesuch kann etwas beängstigend sein, aber es hilft zu wissen, dass die Ärzte und Krankenschwestern sehr nett sind. Ja, es ist wichtig, sich in solchen Situationen wohl und unterstützt zu fühlen. Absolut. Ihre Aufgabe ist es, ihnen zu helfen, gesund zu werden und ihr Wohlbefinden liegt ihnen wirklich am Herzen. Darauf, ich denke, ein mitfühlendes medizinisches Team kann bei einem Besuch den entscheidenden Unterschied machen. Ja, und es ist beruhigend zu wissen, dass sie darauf geschult sind, unsere Anliegen professionell zu behandeln. Auf jeden Fall. Es erinnert uns daran, dass wir mit diesen Erfahrungen nicht allein sind. Sie sind da, um uns zu helfen. Ich stimme zu. Eine positive Einstellung der Gesundheitsdienstleister kann viele Ängste lindern. Ja, und es ermutigt die Patienten, offen über ihre Sorgen zu sprechen. Ich denke, dass Transparenz für den Aufbau von Vertrauen in der Beziehung zwischen Patient und Arzt von entscheidender Bedeutung ist. Lektion 16. Wegweisende Feuerwehrleute. Sie ist eine der ersten Feuerwehrfrauen in ihrer Gegend und das ist unglaublich inspirierend. Ja, es ist erstaunlich zu sehen, wie Frauen in traditionell männerdominierten Bereichen Barrieren durchbrechen. Absolut. Jennifer arbeitet jeden Tag hart und beweist, dass Hingabe und Mut kein Geschlecht kennen. Ja, und es ist wichtig für junge Mädchen, Vorbilder wie sie in verschiedenen Berufen zu sehen. Genau. Es zeigt, dass sie jede Karriere verfolgen können, für die sie sich begeistern, unabhängig von Stereotypen. Ich stimme zu. Ihr Engagement für ihren Job und ihre Gemeinschaft ist wirklich lobenswert. Ja, und ich denke, es ermutigt andere, Normen in Frage zu stellen und nach ihren Träumen zu streben. Auf jeden Fall. Es ist spannend zu sehen, wie Vielfalt in der Belegschaft zu positiven Veränderungen führen kann. Ich hoffe, dass sich mehr Frauen ermutigt fühlen, sich hier anzuschließen und eine Karriere bei der Feuerwehr und in anderen Bereichen anzustreben. Lektion 17. Laufroutine. Ich liebe Laufen auch. Es ist eine tolle Möglichkeit, fit zu bleiben und den Kopf frei zu bekommen. Ja, aber meine alten Schuhe sind nicht mehr das Richtige für mich. Ich denke, es ist Zeit für ein neues Paar. Das ist wichtig. Das richtige Schuhwerk kann Ihr Lauferlebnis entscheidend beeinflussen. Tschüss. Ich habe bemerkt, dass meine Füße nach längeren Läufen anfangen zu schmerzen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich neue Schuhe brauche. Ja, und ein gutes Paar kann Ihre Leistung verbessern und Verletzungen vorbeugen. Ja, ich habe nach einigen guten Optionen gesucht, die Halt und Komfort bieten. Das ist clever. Es lohnt sich, in hochwertige Schuhe zu investieren, um Ihr Lauftraining zu verbessern. Ja, und ich freue mich darauf, einige neue Trails auszuprobieren, sobald ich die richtige Ausrüstung habe. Ich kann es kaum erwarten, mitzumachen. An neuen Orten zu laufen ist immer ein Abenteuer. Lektion 18. Eiserklärung. Ja, ich habe für unsere Reise ein Zimmer in einem schönen Boutique-Hotel reserviert und ich denke, es wird uns gefallen. Das klingt wunderbar. Boutique-Hotels haben oft einen ganz besonderen Charme und Charakter. Genau. Ich finde es toll, dass sie im Vergleich zu größeren Ketten oft ein persönlicheres Erlebnis bieten. Ja, und die Liebe zum Detail kann einen Aufenthalt wirklich unvergesslich machen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch darauf, die Umgebung des Hotels zu erkunden. Doch es ist immer schön, in einer neuen Stadt verborgene Schätze zu entdecken.
Ja, und ich denke, wir werden die Gelegenheit haben, einige der lokalen Gerichte zu probieren, während wir dort sind. Auf jeden Fall. Essen ist ein so wichtiger Teil des Reisens und ich kann es kaum erwarten, es mir schmecken zu lassen. Es wird eine fantastische Reise. Ich bin wirklich gespannt auf unsere Pläne. Lektion 19. Würziges Tahine. Wie waren die Aromen in der Taine, die Sie hatten? Ich habe gehört, dass sie eine perfekte Gewürzmischung hat. Oh, es war unglaublich. Das Tahine hatte eine perfekte Mischung aus aromatischen Gewürzen, die jeden Bissen zu einem Genuss machten. Das klingt fantastisch. Ich liebe es, wie marokkanische Gerichte oft süße und herzhafte Elemente kombinieren. Ja, und das zarte Fleisch, das mit Gemüse gekocht wurde, erzeugte einen wohltuenden, reichen Geschmack. Ich kann mir nur vorstellen, wie die Gewürze während des langsamen Kochvorgangs miteinander verschmelzen. Ja, es wertet das Gericht wirklich auf und lässt es mit der Zeit noch besser schmecken. Ich glaube, ich muss versuchen, Taline zu Hause zuzubereiten. Das klingt nach einem unterhaltsamen kulinarischen Abenteuer. Auf jeden Fall. Wenn Sie die richtigen Zutaten haben, macht das Kochen richtig Spaß. Ich freue mich darauf, mit verschiedenen Rezepten zu experimentieren und das zu finden, das mir am besten gefällt. Lektion 20. Gemeinsam entspannen. Nach einer anstrengenden Woche abschalten, das klingt perfekt. Gibt es für diese Reise Budgetbeschränkungen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sollten sorgfältig planen, um sicherzustellen, dass wir innerhalb unserer Grenzen bleiben. Ja, und es wird uns helfen, unsere Zeit zu genießen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, zu viel Geld auszugeben. Ja, durch die Festlegung eines Buckets können wir das Wichtigste für unsere Reise priorisieren. Ich stimme zu. Wir können Geld für Aktivitäten, Mahlzeiten und alle besonderen Erlebnisse, die wir haben möchten, bereitstellen. Tja, es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Spaß und Verantwortung zu finden. Ich denke, wir können eine tolle Zeit haben und trotzdem auf unser Budget achten. Auf jeden Fall. Durch die frühzeitige Planung wird unsere Reise angenehm und stressfrei. Ich freue mich auf unser Abenteuer, besonders bei all der sorgfältigen Planung, die wir machen. Lektion 21. Lieblingsgenres. Das ist großartig. Hast du Lieblingsgenres, wenn es um Bücher geht? Ich stehe total auf Kriminalromane. Das Lösen von Rätseln hat etwas, das mich fesselt. Kriminalromane sind fantastisch. Die Spannung und die Wendungen können so spannend sein, nicht wahr? Absolut. Ich liebe es, wie Sie mich dazu herausfordern, vorauszudenken und Hinweise zusammenzusetzen. Ja, und die Befriedigung, das Geheimnis vor der großen Enthüllung zu lüften, ist unschlagbar. Ja, haben Sie einen Lieblingskrimi oder Autor? Ich mag Agatha Christie wirklich. Ihre Handlungen sind so komplex und gut ausgearbeitet. Sie ist ein Klassiker. Ihre Charaktere sind immer so gut entwickelt, was der Geschichte Tiefe verleiht. Ich stimme zu. Es ist interessant, wie ihre Geschichten oft auch die sozialen Probleme ihrer Zeit widerspiegeln. Lektion 22. Entlegene Insel. Ich habe kürzlich von einer sehr kleinen Insel gelesen, die über 4000 Kilometer von Neuguinea entfernt liegt. Das ist faszinierend. Ich kann mir nur vorstellen, wie isoliert es angesichts dieser Entfernung sein muss.
Ja, es ist bemerkenswert, wenn man über die einzigartige Kultur und Lebensweise der Einwohner nachdenkt. Absolut. Isolation kann zu sehr unterschiedlichen Traditionen und Lebensweisen führen. Ich frage mich, wie sie ihre Ressourcen verwalten und mit dem Festland Handel treiben, wenn überhaupt. Vierter Punkt. Es muss ziemlich schwierig sein, auf einer so abgelegenen Insel einen nachhaltigen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Ja, und ich würde gerne wissen, wie sie sich an ihre Umgebung anpassen und welche Innovationen sie hervorbringen. Auf jeden Fall. Solche Inseln erzählen oft faszinierende Geschichten über Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum. Ich glaube, dass die Erforschung solcher Orte unglaubliche Einblicke in die Anpassung und das Überleben des Menschen bieten könnte. Lektion 23: Technologieentwicklung. Was also kommt als nächstes in der Technologie? Ich stimme zu, dass sich die Technologie in einem bemerkenswerten Tempo weiterentwickelt. Ja, es ist unglaublich, wie schnell Fortschritte gemacht werden und unser tägliches Leben oft auf unerwartete Weise verändern. Genau. Denken Sie nur daran, wie Smartphones die Kommunikation und den Zugang zu Informationen verändert haben. Versuch. Sie haben alles komfortabler gemacht, werfen aber auch Fragen zum Datenschutz und zur Sicherheit auf. Ja, und mit jedem neuen Fortschritt müssen wir die damit verbundenen Auswirkungen berücksichtigen. Es ist ein Balanceakt, nicht wahr? Innovationen zu begrüßen und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft im Auge zu behalten. Auf jeden Fall. Ich frage mich, was der nächste große Durchbruch sein wird und wie er unsere Zukunft prägen wird. Es ist spannend, darüber nachzudenken. Und es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und sich an neue Technologien anzupassen. Ja, proaktives Handeln kann uns dabei helfen, das Beste aus diesen Änderungen zu machen und gleichzeitig potenzielle Nachteile zu mildern. Lektion 24: Hausgemachtes Abendessen. Ein köstlicher Abend klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam etwas Selbstgemachtes zu genießen. Einverstanden. Machen wir das beste hausgemachte Abendessen, das wir können, gefüllt mit unseren Lieblingsgerichten. Ja, und gemeinsames Kochen kann so viel Spaß machen. Es ist eine tolle Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen. Auf jeden Fall. Außerdem ist es lohnt, etwas Leckeres von Grund auf selbst zu kreieren. Was schwebt dir für das Menü vor? Ich denke, ein Pastagericht könnte ein Hit sein. Das klingt köstlich. Wir könnten es mit einem frischen Salat und selbstgebackenem Brot kombinieren. Perfekt. Ich liebe die Idee, alles von Grund auf selbst zu machen. Das verleiht ihm eine persönliche Note. Ja, und wir können mit Aromen experimentieren, um das Essen noch spezieller zu machen. Ich freue mich darauf. Es wird ein unvergesslicher Abend mit gutem Essen und toller Gesellschaft. Lektion 25: Positive Online-Umgebung. Das ist ein toller Ansatz. Die Schaffung einer positiven Online-Umgebung ist für alle so wichtig. Auf jeden Fall. Es fördert einen gesunden Umgang miteinander und ermutigt die Menschen, sich frei auszudrücken. Ja, und wenn sich die Leute online sicher fühlen, beteiligen sie sich eher an Diskussionen und teilen ihre Ideen. Ja, es ist wichtig, Freundlichkeit und Respekt in Online-Communities zu fördern. Ich stimme zu. Die Umsetzung von Richtlinien und Moderation kann wirklich dazu beitragen, diese positive Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall.
Es geht darum, eine unterstützende Community aufzubauen, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt. Ja, und kleine Gesten wie anderen Komplimente zu machen oder konstruktives Feedback zu geben, können viel bewirken. Hilf. Es setzt einen Ton, der andere dazu ermutigt, es ihm gleich zu tun und erzeugt einen Welleneffekt. Ich denke, wir alle können dazu beitragen, den Online-Bereich zu verbessern, und es beginnt bei uns. Lektion 26: Kreativität wertschätzen. Wenn es um Kunst geht, sind Herz und Seele so viel wert. Sie müssen entscheiden, was ein Schriftsteller ihrer Meinung nach wert ist. Das ist ein tiefgründiger Gedanke. Er spiegelt wirklich wider, wie wir den Wert von Kreativität und Anstrengung in unserer Arbeit wahrnehmen. Genau. Jeder Künstler bringt seine einzigartige Perspektive ein und das hat einen inneren Wert. Ja, und es ist wichtig zu erkennen, dass Kreativität oft mit Verletzlichkeit und emotionalem Engagement einhergeht. Auf jeden Fall. Der Wert, den wir der Arbeit eines Schöpfers beimessen, kann sich auf sein Selbstvertrauen und seine Bereitschaft, sie zu teilen, auswirken. Ich stimme zu. Die Unterstützung von Künstlern durch die Anerkennung ihres Wertes kann eine florierende kreative Gemeinschaft fördern. Ja, und es ermutigt mehr Menschen, sich auszudrücken und ihren Leidenschaften nachzugehen. Ja, es geht darum, die vielfältigen Beiträge wertzuschätzen, die Kreativität in unser Leben bringt. Ich glaube, dass die Anerkennung dieses Wertes zukünftige Künstlergenerationen dazu inspirieren kann, weiterhin kreativ zu sein. Lektion 27: Aus Erfahrungen lernen. Aus allem, was passiert, können gute Dinge entstehen, sogar aus Rückschlägen. Letztes Jahr habe ich mir beim Gehen auf einem vereisten Gehweg den Knöchel gebrochen. Oh nein, das klingt schmerzhaft und frustrierend. Wie bist du damit umgegangen? Zuerst war ich wirklich entmutigt, aber ich versuchte, mich darauf zu konzentrieren, was ich aus der Erfahrung lernen konnte. Das ist eine großartige Einstellung. Es ist erstaunlich, wie uns Herausforderungen Resilienz und Anpassungsfähigkeit lehren können. Genau. Ich habe gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen, wie zum Beispiel ohne Schmerzen gehen zu können. Ja, und es muss ihnen eine neue Perspektive auf Gesundheit und Mobilität gegeben haben. Auf jeden Fall. Es hat mich daran erinnert, für meinen Körper dankbar zu sein und auf ihn aufzupassen. Ich denke, das ist eine wertvolle Lektion für uns alle. Wie fühlen Sie sich jetzt? Viel besser, danke. Seitdem bin ich im Winter vorsichtiger. Lektion 28: Klassische Aromen. Wenn wir schon an Desserts denken, warum nicht etwas Klassisches probieren? Wie wäre es mit Vanille? Das klingt einfach, kommt aber immer gut an. Vanille hat einen so reichen und wohltuenden Geschmack. Genau. Es ist vielseitig und lässt sich mit vielen verschiedenen Zutaten kombinieren. Ja, und es kann auch die perfekte Basis für aufwendigere Desserts sein. Ich liebe es, wie Vanille ein Gericht aufwerten kann, sei es als Creme, Kuchen oder sogar Pudding. Auf jeden Fall. Außerdem kann die Verwendung von hochwertigem Vanilleextrakt einen großen Geschmacksunterschied bewirken. Ich stimme zu. Es lohnt sich, in gute Zutaten zu investieren und den Geschmack wirklich zu verbessern. Ja, und es macht das gesamte Erlebnis der Zubereitung und des Genusses eines Desserts zu etwas ganz Besonderem. Ich freue mich darauf, etwas Leckeres zu backen. Klassische Aromen kommen nie aus der Mode.
Lektion 29. Erwartungen verstehen. Wenn wir während eines Gesprächs Augenkontakt halten, können wir die Erwartungen und Gefühle des anderen besser verstehen. Auf jeden Fall. Es zeigt, dass Sie engagiert sind und sich wirklich für das interessieren, was Ihr Gegenüber sagt. Ja, und es kann ein Gefühl von Vertrauen und Verbundenheit zwischen Menschen schaffen. Ja, wenn man jemandem in die Augen schaut, wirkt die Interaktion persönlicher. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie viel Körpersprache ohne Worte vermitteln kann. Ja, und wenn wir uns dieser nonverbalen Signale bewusst sind, können wir unsere Kommunikationsfähigkeiten erheblich verbessern. Auf jeden Fall. Es geht darum, präsent und aufmerksam gegenüber der Person zu sein, mit der Sie sprechen. Ich denke, dass dies zu tieferen und bedeutungsvolleren Gesprächen führen kann. Auf jeden Fall. Je besser wir einander verstehen, desto besser können unsere Beziehungen werden. Lektion 30. Malen lehren. Wurf, das ist beeindruckend. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, anderen das Malen beizubringen? Dativ. Ich habe darüber nachgedacht, war mir aber nicht sicher, ob ich gut darin wäre. Ich glaube, Sie wären fantastisch darin. Wenn Sie Ihre Leidenschaft teilen, können Sie andere dazu inspirieren, ihre Kreativität zu entdecken. Das ist ein schöner Gedanke. Ich denke, das Unterrichten kann auch mein eigenes Verständnis der Kunst vertiefen. Genau. Beim Unterrichten lernt man oft noch mehr über sein Handwerk. Ja, und es kann erfüllend sein, zu sehen, wie andere wachsen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, eine Community gleichgesinnter Künstler aufzubauen. Die Idee gefällt mir. Vielleicht sollte ich mit einem kleinen Workshop beginnen und sehen, wie es läuft. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich denke, es würde Ihnen Spaß machen und andere würden von Ihrem Wissen profitieren.